Ende des Jahres 1944 befand sich Deutschland in einer katastrophalen Lage. An der Ostfront rückte die Rote Armee bis an die Reichsgrenzen vor und im Westen hatten die Alliierten die Siegfried-Linie durchbrochen und bedrohten das Ruhrgebiet, das industrielle Zentrum Deutschlands. In dieser Situation entschied sich Hitler, den angloamerikanischen Truppen einen Überraschungsschlag zu versetzen, in der Hoffnung, sie zu zerschlagen und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie Großbritannien zu Verhandlungen zu zwingen. Dadurch wollte er Zeit gewinnen, um seine Kräfte gegen die Sowjetunion zu konzentrieren. Der Plan sah vor, den Blitzkrieg-Erfolg von 1940 zu wiederholen. Ein rascher Vorstoß durch die Ardennen, um zwischen Lüttich und Namur die Maas zu erreichen, anschließend Antwerpen einzunehmen und damit die Hauptkräfte der Alliierten abzuschneiden. Doch anders als im Jahr 1940 litt die deutsche Armee bereits unter Ressourcenmangel, fehlender Ausrüstung und Treibstoffknappheit, während die alliierte Luftwaffe den Luftraum beherrschte. Planung und Vorbereitung der Offensive. Bereits Mitte September des Jahres 1944 diskutierte die Wehrmachtsspitze einen Angriff gegen die Westalliierten, als klar wurde, dass Amerikaner und Briten die Siegfried-Linie nicht so rasch durchbrechen würden. Ende September rückte das Gebiet zwischen Monschau und Echternach als Ausgangsraum für das deutsche Vorhaben in den Fokus. Dort hielten Hitler und der Stab die feindliche Verteidigung für besonders schwach. Zudem entsprach dieser Abschnitt fast genau dem, von wo aus im Mai des Jahres 1940 der Blitzkrieg begonnen hatte, was damals zu großen Erfolgen geführt hatte. Alle Vorbehalte, ungünstiges Wetter, der gesunkene Kampfwert der Truppen im Vergleich zu 1940 und der Ressourcenmangel rückten hinter die trügerische Hoffnung auf eine Wiederholung des Blitzkriegs in den Hintergrund. Ohne das lokale Oberkommando der Westfront einzubeziehen, beriet sich Hitler nur mit dem Oberkommando der Wehrmacht. Ende September wurden Feldmarschälle Rundstedt und Model über die Pläne informiert. Ziele und Kalkulationen. Geplant war der Einsatz von 28 bis 30 Divisionen, darunter 12 Panzer- und motorisierte Grenadierdivisionen. Den Hauptstoß sollten 2 Panzerarmeen zwischen Monschau und Echternach ausführen, unterstützt von der 7. Armee im Süden. Der ursprüngliche Angriffstermin war der 25. November, in der Annahme, ausreichend Treibstoffvorräte zu besitzen. Später hofften die Deutschen, erbeuteten Treibstoff im alliierten Hinterland aufzufüllen. Laut Hermann Göring seien bis zu 3000 Flugzeuge zum Luftschutz abstellbar. Adolf Hitler reduzierte diesen Plan jedoch auf ca. 800 Maschinen. Oberstes Ziel war ein rascher Vorstoß an die Maas zwischen Lüttich und Namur mit anschließendem Schwenk nach Brüssel und Antwerpen, um die alliierten Truppen vom Ärmelkanal abzuschneiden und zu vernichten. Adolf Hitler bestand auf der vollen Umsetzung des Plans ohne Einschränkungen. Gerd von Rundstedt und Walter Model hielten den Plan für zu ehrgeizig. Ihrer Einschätzung nach würden 28 bis 30 Divisionen nicht ausreichen, um mehr als 200 Kilometer tief vorzurücken. Da sich abzeichnete, dass ein Beginn am 25. November nicht möglich wäre, verschob man den Termin mehrmals. Vom 7. Dezember auf den 10. Dezember und weiter. Schließlich fiel die Entscheidung auf den 16. Dezember. Die Vorbereitung der Offensive wurde durch schlechtes Wetter und den zunehmenden alliierten Druck im Gebiet der Ruhr erschwert. Die Deutschen bemühten sich, die Truppenverlegung geheim zu halten. Neue Divisionen wurden aufgestellt, alte Einheiten aufgefrischt und der Gegner über die wahre Kräfteverteilung getäuscht. Dennoch belief sich das verfügbare deutsche Arsenal auf nur etwa 900 Panzer- und Sturmgeschütze, wobei die Kraftstoffvorräte lediglich für 140 bis 160 Kilometer Fahrstrecke reichten. Für die Luftunterstützung standen rund 800 Flugzeuge bereit. Man setzte darauf, dass das schlechte Wetter die alliierte Luftüberlegenheit einschränken würde. Stärkeverhältnisse Mitte Dezember. Bis Dezember des Jahres 1944 standen den Alliierten im Westen 63 Divisionen zur Verfügung, davon etwa 40 US-Divisionen. Insgesamt verfügten sie über rund 10.000 Panzer- und Selbstfahrlafetten sowie fast 8.000 Flugzeuge. Die Hauptkräfte der US-Armee verteidigten die Frontlinie bei Aachen und südlich davon. Das 8. Korps verteidigte einen 115 Kilometer langen Abschnitt in den Ardennen. Mehrere dort stationierte Divisionen waren unterbesetzt und rechneten gerade in diesem Gebiet nicht mit einem Großangriff.
Um den Überraschungseffekt zu verstärken, hatte Adolf Hitler Otto Skorzeny beauftragt, spezielle Sabotagegruppen in alliierter Uniform und mit erbeuteten Fahrzeugen aufzustellen. Diese sollten Verwirrung im Hinterland stiften, Wegweiser umstellen, Nachschublager zerstören und die Kommunikation unterbrechen. Das deutsche Kommando glaubte, dass bei einem Durchbruch gegen die 99. Infanteriedivision der US-Armee und einem schnellen Vormarsch an die Maas die alliierten Linien in eine Panik geraten und zusammenbrechen würden. Beginn der Offensive, 16. Dezember. Der deutsche Angriff, der als Ardennenoffensive, auf Englisch oft Battle of the Bulge bekannt wurde, begann am frühen Morgen des 16. Dezember des Jahres 1944. Die amerikanischen Einheiten waren überrascht. Die Verbindung untereinander war schlecht und an vielen Frontabschnitten hatte niemand mit einem solch wuchtigen Schlag gerechnet. In den ersten Stunden gelang den deutschen Vorstößen tatsächlich ein Durchbruch. Beim 8. Korps der US-Armee brach teilweise Panik aus. Manche Einheiten wichen ungeordnet zurück. Adolf Hitler setzte große Hoffnungen in diesen schnellen Vorstoß. Die 6. SS-Panzerarmee unter Sepp Dietrich griff im Norden an. Die 5. Panzerarmee unter General Manteuffel bildete das Zentrum. Die 7. Armee deckte die linke Flanke. Allerdings traten schon am 17. Dezember deutliche Probleme auf. Die 6. SS-Panzerarmee kam nur langsam voran. Treibstoff wurde knapp. Die 5. Panzerarmee durchbrach zwar die US-Linien und rückte fast 20 Kilometer vor, schloss den wichtigen Stützpunkt Bastogne ein, konnte ihn aber nicht einnehmen. Der 7. Armee gelang keine wesentliche Ausweitung des Durchbruchs auf dem linken Flügel. Der in der Nacht vom 17. Dezember versuchte Luftlandeangriff nördlich von Malmedy scheiterte ebenso. Die Fallschirmjäger landeten verstreut und konnten nur einen kleinen Truppenverband sammeln, der sein Ziel nicht erreichte. Skorzenys getarnte Saboteure stifteten zwar einige Verwirrung, sorgten jedoch nicht für den entscheidenden Erfolg. Reaktion der Alliierten. Bis zum Abend des 16. Dezember hatten die amerikanischen und britischen Befehlshaber das Ausmaß der Bedrohung erkannt. Trotz anfänglicher Unordnung verlegten sie umgehend Reserven von anderen Frontabschnitten. Das Wetter besserte sich bald, wodurch die alliierte Luftwaffe konzentrierte Angriffe gegen die deutschen Panzerkolonnen fliegen konnte. Die deutschen Treibstoffvorräte schwanden rapide und alliierte Bomber attackierten die Straßen und Brücken ununterbrochen. Scheitern der Offensive. Spätestens um den 24. bis 26. Dezember war der deutsche Angriff praktisch gescheitert. Die 5. Panzerarmee, die Bastogne umzingelt hatte, konnte die Stadt nicht erobern. Der amerikanische Stützpunkt verteidigte sich hartnäckig, bis Endsatz eintraf. Der 6. SS-Panzerarmee und weiteren Einheiten fehlte es an Benzin, sodass ihre Panzer liegen blieben. Dank der nach oben korrigierten Wetterbedingungen fürchteten die Alliierten keine deutschen Luftangriffe mehr. Mit ihrer Luftherrschaft schlugen sie zurück und leiteten eigene Gegenoffensiven ein. In Hitlers Hauptquartier war man sich einig, dass die gesetzten Ziele, das Erreichen Antwerpens und die Einkesselung der Alliierten, nicht mehr realisierbar seien. Man entschied sich, die Offensive abzubrechen und sich auf lokale Verzögerungskämpfe zu konzentrieren, um den Vormarsch der Alliierten zumindest etwas hinauszuzögern. Doch das Ergebnis war verheerend. Die Deutschen konnten die anglo-amerikanische Koalition nicht spalten, verloren über 90.000 Soldaten sowie zahlreiche wertvolle Panzer und Flugzeuge. Zwar erlitten auch die Alliierten schwere Verluste, rund 77.000 Mann, doch ihr industrielles und materielles Potenzial ermöglichte eine rasche Ersetzung ausgefallener Kräfte. Folgen und Bedeutung. Die Ardennenoffensive war der letzte große strategische Schlag Deutschlands im Westen. Adolf Hitler hoffte, einen Blitzkrieg wie im Jahr 1940 zu wiederholen, doch die Verhältnisse hatten sich grundlegend verändert. Tatsächlich beschleunigte der Einsatz der letzten deutschen Reserven in den harten Winterkämpfen nur den Zusammenbruch des Dritten Reiches. Die Anti-Hitler-Koalition hielt stand. Entgegen den Berechnungen des Reiches kam es nicht zu separaten Verhandlungen mit Großbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Gegenteil, als Reaktion auf Bitten von Winston Churchill und Franklin Roosevelt startete die Rote Armee im Januar des Jahres 1945 eine Großoffensive von der Ostsee bis zu den Karpaten, was mögliche weitere Abenteuer der Wehrmacht im Westen vereitelte. Deutsche Kommandeure mussten die 6. SS-Panzerarmee und andere Verbände aus den Ardennen zurückziehen und an die Ostfront verlegen, wo sich die Lage für das Reich weiter verschärfte. So schlug die deutsche Hoffnung, in der letzten Offensive Adolf Hitlers doch noch das Blatt zu wenden,
fehl und beschleunigte vielmehr das Kriegsende in Europa. Trotz anfänglicher Erfolge und eines gewissen Überraschungseffekts brachte die Ardennenoperation nur einen Aufschub des Unvermeidlichen. Sie erschöpfte die letzten Reserven und bewies den Alliierten erneut, dass ihr gemeinsamer Sieg nur noch eine Frage der Zeit war.